Heute die SRT UST 45. Los geht's. So Leute, wir wollen unser Review ein bisschen interessanter gestalten, weil bis jetzt war es immer so ein bisschen langweilig. Langweilig! Genau, und deswegen fangen wir jetzt direkt an mit Drills. Shooter ready. Stand by. .372. Erster Schuss wieder ein Leerschuss. Ja. Sehr komisch. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass der erste Schuss Es ist immer bei dir so. Guck mal an. immer ein Leerschuss ist. Also wir haben gerade schon mal eine Aufnahme gehabt und. Achso, ich habe kein Mikrofon. Ich habe Mikrofon. Ja. Also wir haben gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht, da war der erste Schuss ein Leerschuss. War jetzt wieder so. War jetzt letzte Mal. die Das ist A-Zone. gut. Ja. Nochmal zweimal die A-Zone. Also wie vorhin, Und wieder A-Zone halt einer. genau, wie ihr an den weißen Punkten erkennt, sah vorhin quasi ähnlich aus. Shooter ready. Stand by. Und der erste Schuss, nachdem jetzt hier erstmal unsere App, nachdem jetzt unsere App erstmal Werbung anzeigt, der erste Schuss war wieder ein Leerschuss. 5068, du Scheiße. Tom hat 506, aber du hast ja auch beim ersten Mal dreimal geschossen. Ja. Du hast ja beim ersten Mal dreimal geschossen, was ich ja einfach nie gemacht habe. Ja. Halt. Aber trotzdem war es schlecht. Weil der erste Schuss wieder ein Leerschuss war. Ja. Ärgerlich. Also Und ich das mit 0,32. sehe auch schon aus der Entfernung, dass es nicht so gut ist. Also hier ist schon mal A-Zone, ne? Ja, zweimal. So, hier haben wir schon einen, der nicht mehr drin ist. Und Mensch. Das ist jetzt kein schlechtes Also Bild. hier ist ja schon mal das beste Ergebnis Das ist ja aktuell, was wir bisher hatten. Genau. Shooter ready? Wieder 2 Leerschüsse, ne? Nee. Nee? 93 Ich bin der Schlechteste bisher. steht hier drin. Ja, mal gucken, was jetzt hier die Ziele sagen. Ja, also beim ersten ist ein Leerschuss. Das Was, macht ein Fakt. Ja, es sieht definitiv nach Leerschuss aus. Hier beim zweiten auch. Das ist perfekt. Naja, ist jetzt nicht so pralle. Das ist halt mit dem Leerschuss. Ärgerlich, ey. Es ist einfach ärgerlich. Ja, moin, auch von mir. Ihr seht, ich sitze auf dem Sofa heute und zwar deswegen, weil wir hatten schon mal eine gehabt, hatten alles abgedreht und haben uns dann gewundert, ja, der hat ständig Doppelschüsse gehabt mit alles, was unter 0,32er war. Dann hatten wir Feeding-Probleme stellenweise. Der erste Schuss war ein Leerschuss, wie ihr ja schon gesehen habt bei dem Drill-Test. Und dann hat die Waffe jedes Mal nach links gezogen. Also haben wir Begadi Bescheid gesagt, hier, pass mal auf, das und das ist los. Dann hat mich die Werkstatt angerufen und hat gesagt, das ist defekt, das Teil, schickt es zurück, wir reparieren das Ding. Eingeschickt zu Begadi, dann rief mich am nächsten Tag die Werkstatt wieder an und hat gesagt, wir können das Ding nicht reparieren, dort gibt es solche Spaltmaße und wie sagt man noch, also es war halt absolut unsauber gefertigt, das Teil. Deswegen haben wir jetzt eine ganz neue bekommen. Die Doppelschüsse sind weg, das hat auch die Werkstatt extra nochmal getestet, bevor sie uns das Ding geschickt haben. Aber was immer noch der gleiche Fall ist, ist, dass die Waffe nach links schießt. Und zwar, kurze Erklärung dazu, die Hop-Up-Unit ist im Endeffekt dieselbe wie bei einer G36. Und das ist ja erstmal nicht schlecht, aber der C-Clip hier, der hält den Lauf nie richtig fest. Das heißt, der Lauf, der hat bei unserem Modell 2 mm Spiel. Das ist mir jetzt auch noch bei anderen Reviews aufgefallen. Ich habe noch mal vor uns durchgeguckt.
Und die haben dasselbe Problem gehabt. Gerade Kais Airsoft, bei dem hat man richtig im Schusstest gesehen, wie die Waffe auch nach links gezogen hat. Ihr könnt das beheben. Gibt 2 Varianten. Entweder, wenn bei euch hier der 14 mm Adapter, wenn der locker ist und ihr könnt ihn abschrauben. Bei uns hier ist er jetzt fest. Deswegen wissen wir jetzt sogar gar nicht, ob wir die Waffe vom Reaper bekommen haben oder ob Begadi das hier schon festgeklebt hat. Weil ich kriege das hier jetzt ohne viel Gewalt und ich will es nicht kaputt machen, nie ab. Kann sein, hier ist schon Schraubensicherung drauf. Falls es bei euch einfach abgeht, dann könntet ihr damit den Lauf ausrichten. Na, Lauf ausrichten, schießen, gucken. Wenn das bei euch nicht der Fall ist und die ist genauso fest wie hier, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als praktisch die Waffe zu zerlegen. Na, Pin raus. Übrigens, der Pin, der soll normalerweise hier hinten drin halten, bei uns fällt er aber raus. Also das Loch ist eigentlich dafür da, aber bei uns fällt der Pin raus. Na, Pin rauslösen, dann die Hauptkammer nach vorn drücken und dann könnt ihr die Waffe nach unten abklappen und rausnehmen. Und dann könnt ihr den Lauf reinschieben, drehen und dann kommt der raus. Und dann müsst ihr halt wirklich, also Lauf und Hauptkammer, und dann müsst ihr halt gucken, ein bisschen drehen, ausrichten, wieder reinschieben und dann gucken, ob es gerade ist. Also ich habe es jetzt hier fast perfekt hinbekommen. Aber wie ihr im Schusstest gesehen habt, zieht die immer noch ein Mühe nach links. Das heißt, es ist nie hundertprozentig perfekt, ist ein bisschen Fummelei, lässt sich aber relativ einfach beheben. Vielleicht müsst ihr dann auch, wenn ihr es perfekt gefunden, perfekte Einstellung habt, dann entweder einen anderen C-Clip oder ihr macht ein bisschen Teflonband drumherum, dass der Lauf einfach fester ist. Dass sich das nie wieder verstellt. Weil das ist ärgerlich, wenn ihr dann jedes Mal einen Linksstrahl habt. Genau, das war es erstmal dazu zu der Erklärung. Und jetzt macht erstmal Finch weiter. Leute, UMP 45. Hot. Einfach nur hot. Auspacken, wundern, dass das Teil ein bisschen heavy ist. Ganz kleines bisschen. Finde ich jetzt nie unbedingt, aber die anderen haben das alle gesagt. Also nehme ich es mal mit auf. Der Body, Kunststoff, richtig geil. Richtig genial. Also ihr kannst hier schön den HK-Slap machen, ohne dass du Angst hast, dass hier irgendwas wegbrichst. Das ist alles super stabil. Hot, hot. Dazu kriegt er Schalldämpfer. Sieht geil aus. Wir hatten vorne die drauf, wie ihr vielleicht gesehen habt, euch gemerkt habt. Jetzt muss ich wieder den Part übernehmen, weil Finch hat über die Magazine, weil das noch die erste Version war, sehr negativ gesprochen, weil wir ja ständig Doppelschüsse hatten. Das konnte ich aber so nicht stehen lassen, weil, wie schon gesagt, war eine defekte Waffe. Deswegen, die Magazine funktionieren jetzt einwandfrei, sind 110 Schuss drin mit Caps. Ihr bekommt 2 Stück, die sind auch sehr schön gefertigt. Also fühlt sich auch wirklich hochwertig an, kann man jetzt nicht meckern. Könnten garantiert nur mal auf den Boden fallen, ich würde es aber nie riskieren. Einlegen, geht sauber, haben nach vorne viel Spiel, seitwärts dafür weniger, ist aber bei beiden Magazinen so, ne? Also die haben beide nach vorne ein bisschen Spiel, tun aber trotzdem ihren Job tadellos. Wir haben getestet bis 0,32, das funktioniert einwandfrei. Na, raus, ganz einfach, raus, rein, das funktioniert. Was Finch ein bisschen gestört hat, na, es sind ja keine AR-15 Magazine, das sind die Kanten hier. Die hier. Und weil, wenn man jetzt schnell nachladen will, dann könnte man hier kann man hier verkanten. Man muss halt ein bisschen aufpassen beim Einlegen. Ne? Es ist halt ein UMP. Ob man die Kanten jetzt wegschleifen kann, weiß ich nicht, weil ich glaube, die halten das Magazin, dass es nie noch weiter rumschlackert. Deswegen, ich würde die nicht abschleifen. Das würde wahrscheinlich zu noch mehr Problemen führen. Genau, sonst, ja, wie schon gesagt, machen einen guten Job jetzt mittlerweile. Nur die erste Version halt nicht. Ja, deswegen können wir den Magazin-Part damit auch schon wieder beenden. Genau. Was kommt? Das Ding kommt natürlich mit dem normalen Faltschaft hier. Sieht super hot aus. Falls euch das aber nie so gut gefällt, nehmt ihr einfach die Wiese hier. Nehmt ihr einfach dieses Teil, wo ihr euch eine ganz normale AR-15 Stocktube hinten ranbaut. Habt natürlich dann hier nochmal was für einen Sling und baut das einfach hinten dran. Kann man dann genauso einklappen. Genial. Was ist sonst noch sozusagen? Das Red Dot und die Packbox natürlich nie mit dabei. Genau, ihr habt beidseitige Bedienung. Das rastet schön ein.
Ich finde, wenn man jetzt von Safe in Einzelfeuer geht, überdrückt man das ganz gerne mal. Ja, passiert halt, ist ja bei uns scheißegal, weil im Dauerfeuer ist es ja trotzdem bloß Einzelfeuer. Also ist jetzt nie so super wichtig. So, gehen wir nochmal auf Einzelfeuer. Gucken wir uns gleich mal das Ansprechverhalten an, wenn wir einmal hier sind. Sehr viel Weg. Und nach hinten ist dann quasi... Nach hinten ist dann gefühlt, wenn überhaupt, ein Millimeter noch. Motorradfahrer. Shit happens. Ist halt schönes Wetter. So, machen wir mal hier schnell ein paar Details. Schalli. Dann habt ihr hier natürlich links, rechts, unten Picatinny-Schienen aus Metall. Hier der Ladehebel, der euch das Hop-Up-Fenster öffnet. Gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Dann ja, Hebel ohne Funktion. Beidseitig. Genau, hier habt ihr einmal UST 45 stehen und das FM5-Eck. Schön eingearbeitet. Hier nochmal S&T. Dann habt ihr hier den Knopf, um das Ganze hier wegzuklappen quasi. Hier hinten habt ihr dann noch gleich das Akku einlegen. Drückt ihr den einfach nur nach unten. Das geht jetzt mit Handschuhen nicht so super optimal. Drückt ihr nach unten, kriegt ihr nur AK-Type Akkus rein. Aber geht schnell und easy. Wieder nach unten drücken, rein und los geht's. Quasi. Kommen wir noch mal ganz schnell hier zum Hop-Up auf der Seite. Macht er quasi hier auf, lasst den hier ein arretieren. Und dann könnt ihr hier über das Rad den Hop-Up einstellen. Hinten am Schaft, falls ihr halt den benutzt, habt ihr hier schön gummiert, hier oben und hier. Das ist ziemlich nice. Macht doch einen sehr, sehr hochwertigen. Hier oben bewegt sich ein bisschen, aber scheiß drauf. Dann habt ihr natürlich Kimme und Korn. Hier umklappbar und dann noch in der Höhe einstellbar über die kleine Schraube. Aber wir sind hier beim Airsoft. Vorne das Korn ist nichts einstellbar. Das ist so, wie es ist. Genau. Natürlich könnt ihr noch irgendwie einen Sling ranmachen. Ich habe einfach ein One-Point hier ran gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Sonst hättet ihr hier vorne noch Möglichkeiten. Oder hier hinten noch. Oder macht es einfach hier drüber. Irgendwie. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Da könnt ihr euch das raussuchen, wo ihr am meisten Bock drauf habt. Kommen wir nochmal zum Federschnellwechselsystem. Die Knifte hat nämlich eins. Ihr drückt euch diesen Pin hier raus, könnt den dann hier HK-typisch im Schaft versenken, damit er nicht wegkommt. Tom kommt mal ein bisschen ran, damit ihr das seht. Genau. Als nächstes drückt ihr euch die Hop-Up-Kammer ein bisschen nach vorn und könnt dann das Ganze nach unten wegklappen. Habt ihr sozusagen den Upper von dem Lower getrennt. Dann kommt ihr schön hinten ans Federschnellwechselsystem ran. Falls ihr das ganz genau sehen wollt und das wirklich quasi perfekt sehen wollt, wie das gemacht wird, dann guckt euch bitte die Technikpartner von Begadi an. Die bauen das auseinander und zeigen es euch. Und abschließend kommen wir jetzt zum Fazit zur S&T UST 45. Schönes Teil, schönes Teil. Fangen wir erstmal an mit den ganzen positiven Sachen. Also positiv ist auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis. 349 € und ihr habt einen Haufen dabei. Ihr habt eine sehr massive Waffe. Macht einfach Spaß. Macht wirklich einfach Spaß. Dann haben wir noch die Verarbeitung und das Material. Wir haben hier oben, hat Finch ja schon gezeigt, ne, so ein Grat, der war auch bei der ersten Version dran, die wir hatten. Aber sonst ist das Ding robust. Es ist jetzt kein ABS-Kunststoff mehr, wie es früher war. Das ist dickwandiger Nylon-Verbund. Ja, also mit Glasfaseranteil drin. Das, ja, super. Ihr habt die Rails mit dabei. Ja, also mega. Dann kommen wir gleich nochmal zum Lieferumfang. Wie schon gesagt, die Rails sind ja Standard. Ihr habt 2 Magazine, ihr habt den Schalldämpfer, ihr habt hinten die Adapterplatte für die AR-15 Schäfte. Dann habt ihr noch einen Speedloader, einen Reinigungsstab. Also ja, was will man mehr eigentlich? Also das ist ja wirklich so viel dabei. Das ist top, gerade bei dem Preis. Dann haben wir das Begadi Core. Da ist wieder ein EFCS drin, MOSFET. Das heißt, die Waffe kann theoretisch nicht jammen. Ist bei uns auch nie passiert.
Dann haben wir ein Federschnellwechselsystem. Das ist nicht ganz so einfach wie bei einer A15, aber es ist schnell gemacht. Hat Finch euch ja erklärt, wie es geht. Wir haben es nie gezeigt. Wenn ihr es wissen wollt, guckt beim Reaper vorbei. Der hat es ausführlich gezeigt. Ihr wisst ja, wir sind nie die Techis. Dann das Hop-Up-Gummi und der Tensioner, weil es ja wieder das Begadi Fly verbaut, das Fly 5. Das macht ja an sich einen guten Job. Genauso mit dem Tensioner. Aber halt, die Hop-Up-Kammer ist halt leider nie so der Bringer, die kommt dann bei neutral. Und dann ist bei unserer Version das Klangbild. Das ist super. Also, ja, die klingt echt schön. Die erste Version klang nie so schön, deswegen sind wir uns nicht sicher, ob wir jetzt hier vielleicht einen Frank seine bekommen haben. Was dagegen sprechen würde, beim Frank war ja hier das mit dem, dass der nach oben geht. Das ist bei unserer Version nie der Fall. Also bei uns ist hier der Feuerwahlhebel, der rutscht nie nach oben und hakt dann irgendwie aus. Das ist bei unserer Version nicht das Problem. Dann kommen wir schon zu den Neutralpunkten. Neutral ist natürlich die Hop-Up-Kammer, weil, ja, wir haben es ja zum Schusstest gesehen, die Waffe schießt nach links, das war bei der ersten Version der Fall, bei der zweiten Version jetzt genauso, weil der C-Clip einfach zu klein ist. Der hält den Lauf nicht richtig drin. Damit kann der Lauf hin und her wackeln, ist dann wahrscheinlich auch ab Werk schief eingebaut und ist schon jetzt praktisch die zweite Version, wo das so ist. Bei Kais Airsoft war es genauso. Von daher gehen wir davon aus, dass das mehrere UMPs betrifft und nicht bloß unser Modell. Der Abzugsweg, der ist halt typisch Heckler und Koch, also wenn es jetzt keine AR-15 von Heckler und Koch ist, lang, also ne, es ist halt wirklich, das kommt halt wirklich erst ganz hin, Finch hat es euch ja gezeigt. Ja, und dann habt ihr hier irgendwo den Taster. Ja, lässt sich beheben für die Fachleute. Man kommt damit auch klar. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein Neutralpunkt. Und der 14 mm Negativadapter hier vorne. Jetzt bei unserer Version ist er fest. Bei der ersten Version war die Kappe hier vorne sehr fest. Das heißt, man hat jedes Mal den Adapter abgedreht. Hier ist der Adapter aber sehr fest. Und ich kann... Naja, dann hat wahrscheinlich wieder jemand festgeknallt hier. Also der ging mal leichter runter. Ging mal, ne? Oder ich habe einfach keine Kraft mehr heute Abend. Genau. Also das hier wäre auf jeden Fall dann nochmal, aber lässt sich ja einfach beheben, kurz abschrauben, Schraubensicherung drauf, wieder festschrauben, fertig. Das ist ja kein Akt. Kritikpunkte haben wir eigentlich nie, weil die erste, wie schon gesagt, war ja ein Defektmodell, wurde ausgetauscht. Wenn ihr sowas habt, einfach einen Support anschreiben bei Begadi oder dann wird es ausgetauscht. Deswegen, negativ haben wir jetzt hier nichts. Also wer schon immer mal eine UMP wollte oder nie viel Geld hat als Anfänger und will mal was Exotischeres haben, dann hier UMP, die Leute von Counter-Strike kennen das Teil, wunderschöne Waffe, guter Preis, ja. Und damit sind wir raus aus dem Video. Sagt uns mal, wie euch das neue Format jetzt gefallen hat. Das ist ja alles ein bisschen kürzer geworden. Es würde uns mal Feedback interessieren. Genau, einfach in die Kommentare unten reinschreiben oder uns bei Instagram anschreiben. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.